Was wird denn hier aus dem Boden gestampft? Habt ihr dann wenigstens mal so die Wasserwaage reingehalten? Wir haben die reingehalten. Ja, aber die hat nichts gesagt. Gibt ganz schön nach. Soll das so? Soll dieser Split auf die Erde direkt drauf? Ich glaube, da muss ich mal hin, du. Glaube ich aber auch. Soll das so? Einsatz für die Handwerkerprofis. Hessen im Heimwerkerfieber. Mit Fleiß, Mut und Bauchgefühl. Sie sind die Rettung. Das Dreamteam mit geballter Handwerkerkompetenz. Lisa Manz und Willi Becker. Sie ist Maler- und Lackierermeisterin. Er hat sogar 5 Meistertitel. Zusammen machen sie sich stark und helfen unseren Hobby-Heimwerkern aus der Patsche. Eine Idylle in Grün im Frankfurter Nordend. Noch. Neben Igel und Weinstock Burkhardt soll hier bald gegrillt werden. Hobbybauleiter ist Ben Dietrich. Ich versuche hier den Grillplatz zu bauen für meine Tante und schauen wir mal, wie es läuft. Martina kam heute zum Auftakt zu mir und hat gesagt, ach, wie wär's denn, wenn wir den Grillplatz gar nicht hierhin machen, sondern irgendwo da hinten in die Gegend. Da habe ich mal mein Veto eingeschmissen. Grillplatz soll hier hin. Und auch der Zeitplan steht schon fest. Am Samstagabend wollen wir grillen, das heißt Samstagabend muss es fertig sein und alles, was dazwischen passiert, dann gucken wir mal, wie es passt. Na, wie schwer kann das wohl sein? Schwierigkeitsgrad, ich würde mal von 1 bis 10 auf eine glatte 9,9 schätzen. Ich weiß noch nicht, wie schwierig es wird. Ich habe es noch nie gemacht. Das heißt, es ist das erste Mal. Ich habe mir aber sehr, sehr viele Tutorials angeschaut. Das heißt, ich bin total guter Dinge. Und ja, das wird der Hammer. Diesen Hammer wollen sich die Profis natürlich nicht entgehen lassen. Beim ambitionierten Heimwerkerprojekt Grillplatz liegen für Terrazzo-Baumeister Willi Becker die Schwierigkeiten auf der Hand. So ein Projekt ist schon ein bisschen anspruchsvoller, weil es muss ja auch vom Grund auf einiges gemacht werden. Starten wir, Martina. Ich mache hier mal ein Vorher-Nachher-Bild. Wunderbar. Der Schwierigkeitsgrad liegt also für die Hobbyheimwerker schon recht hoch. Damit der Grillplatz auch im geplanten Zeitrahmen fertig wird, hat sich Bauleiter Ben Verstärkung eingeladen. Als erste stößt seine Schwester Chrissy dazu. Das ist wie so ein, wie bei den Bremer Stadtmusikern oder so. Die laufen hier durch die Die erste Hürde wird sportlich genommen und dann heißt es, durch diese hohle Heckengasse muss er kommen. Oha! Das ist aber auch hier aber nicht so optimal. Ja, hier. das erfordert ein bisschen Feingefühl. Dieser Weg wird kein leichter sein. Boah. Warte mal, ich gehe mal hinter dich. Hier muss man auch einfach mit Schwung durch und dann... 250 Kilo Split schafft Ben in den Garten, während Schwester Chrissy... Ja, was macht sie denn da eigentlich? Die Arbeit, du mindestens 5-mal gemacht hast, geht's. Ich habe echt viel geübt, aber wahrscheinlich klappt es jetzt auch nicht. Der Vorführeffekt. Okay. Also während manche hier den 250 Kilogramm Split in den Garten machen, machen die anderen hier Huli Hup hier. Aber dann geht's doch gemeinsam rund. Der neue schicke Grillplatz soll gut 4 Quadratmeter groß werden. Der Grill genau an der Wand. Die sieht man zurzeit unter dem Grün zwar kaum, aber das soll sich ja bald ändern. Yes. Das kann man auch ohne Arbeitsschuhe. So, jetzt mit Anlauf. Ey, das ist echt so ein Tor in eine andere Dimension. Da hinten. Wir kommen. Schwupps, verschwindet einer nach dem anderen im magischen Gartenportal. Wenn doch die Arbeit auch so schwupps von der Hand gehen würde. Aber der ein oder andere Gartenbewohner erweist sich als hartnäckig. Letztendlich muss der Farn trotzdem weichen und es ist Zeit für eine erste philosophische Erkenntnis. Diese harte Muskelarbeit, das ist einfach, es haut rein, vor allem in der prallen Sonne. Ein bisschen unterschätzt, aber noch geht's uns gut.
Gut, ich mag den Stuhl sehr gerne, aber es hilft nichts. Es steht ein alter Tisch in Fellmar. Die letzten Jahre hat er ein Kellerdasein gefristet, etwas in die Jahre gekommen, jetzt soll er seinen zweiten Frühling erleben. Es ist das Projekt von Doris Brandstätter. Abschleifen, neu streichen, aufhübschen, fertig. Ist ein bisschen schwergängig. So, das ist der Tisch von der Urgroßmutter meiner 19-jährigen Tochter, die 1904, 1905 geboren wurde und den zur Hochzeit sich hat schreinern lassen. Und den hat sie ihr ganzes Leben gehabt. Da haben wir oft dran gesessen. Viele Emotionen stecken da drin. Und auch viel Arbeit. Ich finde das ein super Projekt, denn alte Möbel aufarbeiten macht eigentlich immer Spaß und sind viel zu schade wegzuschmeißen. Denn diese Massivholztische von früher haben noch richtige Qualität. So, jetzt schleife ich den ab, damit so diese alte Farbschicht abkommt. Und hier sind auch so ein paar Unebenheiten, dass das ein bisschen glatter wird. An manchen Ecken werde ich ihn ein bisschen spachteln. Hier, keine Ahnung, was wir da mal reingehauen haben. Und danach kommt eine Kreidefarbe drauf in Weiß. Anschließend muss es durchtrocknen. Dann wird er noch mal ein bisschen angeschliffen, dass so an den Ecken das Holz wieder zum Vorschein kommt, dass wir quasi ihn auf alt neu machen. Die Kosten? Weiß ich nicht, bin ich dann vielleicht bei 70 Euro. Und wie viel Zeit ist eingeplant? 2 Tage, also mit Trocknen, zwischendurch trocknen. Er muss ja dann, um ihn weiter zu verarbeiten. Also man kann, glaube ich, nach 4 Stunden noch mal drüber streichen, aber das Schleifen, da muss er gut durchgetrocknet sein. Also von daher brauche ich schon 2 Tage. 2 Tage, das wird ganz schön sportlich, denn je nachdem, was für Lacke oder Farben Doris verwenden will, hat sie bis zu mehreren Stunden oder Tage sogar Trocknungszeit dazwischen und da werden 2 Tage nicht zu schaffen sein. Aber davon ahnt Doris erst einmal noch nichts. Gewissenhaft schleift sie die alte Holzoberfläche glatt. Und auch vor kniffligen Ecken macht die 57-Jährige keinen Rückzieher. Diese abgestoßene Kante könnte ich jetzt natürlich auch so ordentlich schleifen, dass es wieder eine richtige Kante wird. Das ist mir aber egal. Ich mache die jetzt ein bisschen runder. Interessiert mich nicht, ob das akkurat ist. Der ist alt. Das kann man ja auch sehen hinterher. Ich möchte mich nur halt nicht dran verletzen. Deswegen mache ich das einfach ein bisschen runder. Übermäßig pingelig ist Doris also nicht. Gründlich aber schon. Ich will ja an manchen Ecken noch mal mit Feinem drüber. Also ich nehme jetzt die kleine wieder und mache eine feinere Schleifscheibe. Das hier ist 80 und ich gucke jetzt nach einer anderen Körnung. Tja, jetzt muss ich leider feststellen, dass ich schlecht sortiert bin. Ich habe nur 80 oder 240. Dann nehme ich halt 240. Ja, spare ich mir einen Schritt. Ich guck mal, was es macht. Learning by doing geht ja eigentlich immer. Oder es geht schief. Aber die Sozialpädagogin erweist sich als ausdauernde Schleiferin. Kleiner Tipp, das mit der Ausdauer wird sich auch später beim Streichen lohnen. Gut, jetzt kann die Platte wieder rein. Vielleicht noch ein letzter Check, ob auch alles hübsch glatt geworden ist. Reicht jetzt, genug geschliffen. Ich finde, das fühlt sich gut an. Ich werde es dann sehen, wenn die Farbe... Nein, ich glaube, das ist gut. Warum glaubst du das? Intuition. Ich glaube, jetzt ist der Staub ab. Gut. So, jetzt habe ich hier diese Holzpaste. Füllt Löcher, Fugen und Vertiefungen. Lässt sich nach der Trocknung schleifen. Eine Erkenntnis. Besser spät als nie. Andernorts in Frankfurt rückt die Gartenpatrouille weiter vor. Einfach weg. Ja. Jetzt geht es dem Efeu an den Kragen. Und wer Efeu kennt, der weiß, der ist gekommen, um zu bleiben. Also das ist echt eine blöde Pflanze. Die klebt an der Wand fest. Chrissy knibbelt, Martina schnibbelt und Ben, Gesundheit. Oh. Ja, ich habe übrigens eine Pflanzenallergie.
Eine Arbeitsallergie wäre schlimmer gewesen. Aber das Dietrich-Trio um Tante Martina hängt sich mächtig rein. In 3 Tagen soll hier gegrillt werden. Noch hartnäckiger als der Efeu ist übrigens nur Chrissy. Und so langsam taucht hier tatsächlich eine Wand auf. So. 1,80 wollen wir in die Breite. 1,80 haben wir hier. 6 mal 30. Ja, 1,80. Ey, der wird voll klein hier, der Platz. Guck mal hier, wie mickrig das aussieht. 1,80. Da sind wir hier. Ist doch schön. Ja, wunderbar. Und nebendran grün zum Blüts. Wunderbar. Okay. Ganz sicher? Ach, ich laber doch Schwan. Wir machen doch nicht... Der wird ja 2,40 breit und 1,80 tief. Ja, genau. Siehst du mal, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Wo ist das ungefähr? Hast du einen Stift? Nee. Hm. Keine Tasche. Ja, ein Bleistift? Nee, ist doch egal. Wir wissen ja jetzt ungefähr, wo wir kommen. Wir wissen ungefähr, wo wir Ja, sind. ich habe einen Markierstab. Oh. Ich muss noch einen Hammer holen. Den Hammer, den haben wir schon hier stehen, die Chrissy. Die ist nämlich der Hammer. Hast du es jetzt einfach da reingemacht? Du weißt doch gar nicht, wo 1,40 ist. Doch. 2,40. Hier, nimm mal Gummihammer. Nee, Nee, wir nee, sind nee. einfach runtergegangen. Nee. Einfach runtergegangen. Ich glaube so. Also wird nochmal akkurat nachgemessen. Bauleiter Ben will es eben nicht so ungefähr, oder doch? Okay. Da professionell. Ich glaube, es wird noch sehr lustig werden, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Also da muss es doch auch irgendeinen Trick geben, dass man hier nicht so da so rumeiert. Bens zweite Tante Andrea ist die Neue in der Grillplatz-Gang. Vielleicht ahnt sie ja, dass feste Arbeitsschuhe hilfreich gewesen wären gegen den Eiertanz auf dem Spaten. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir hier noch eine Schatzkarte Kriegsbombe finden. Achso, eine Kriegsbombe. Das wäre sicher ein Dämpfer für die Bombenstimmung im Frankfurter Garten. Also wie schon Zeus sagte und Aquaman, das ist das Gerät, mit dem man alle Arbeit erledigen kann. Ben meint wohl den berühmten Dreizack von Poseidon. Dank Spatengabel wird aus ihm Garden Man. Dieser Vierzack hier, da fühlt man sich direkt, ja, die verleiht einem Kraft. Also kann ich jedem nur empfehlen, mal so einen Vierzack. Falls ihr mal keine Kraft habt, holt euch einfach mal einen Vierzack. Voilà. Und das andere Teil, das haben wir da, ne? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also, wir brauchen... Sprach der Garden Man und misst gründlich nach. Mit viel, in etwa und ungefähr. Pi mal Daumen, sagt er jetzt hier, da geht das lang, hier, zack, 1,95. Ne, passt so ungefähr. Beim exakten Willi sträuben sich die Nackenhaare. Soll das so? Nein, das soll nicht so. Wir haben gedacht, das geht bis hier. Ich wollte es eigentlich eher so bis hier. Okay, mal eine ganz kurze Abstimmung. Wer findet da, wo das jetzt ist, besser? Ja. Es reicht eigentlich, wenn der Grill in zu einem Zustand diesen gewissen Abstand hat von der Mauer. Also, ihr Lieben, ihr wolltet einen Profi-Grillplatz Von einem Profi. von einem Profi verlegt. Jetzt wollt ihr keine Profimaße mehr. Ja, okay. Ja, wir sind ja noch im Überlegen. Also das wenn ist aber jetzt der das zu eine Grill. Aber also ich finde es zu wenig. Ich würde hier noch bis hierhin gehen. Lass den so viel legen und ich guck mal, dass es sich so ein bisschen bepflanzt. Genau, super. Das kann zuwachsen. Perfekt, so machen wir es. Wunderbar. Sehr gut. Sehr gut, ja. Okay, so machen wir es. Ja. Also Gut. haben wir 1,80 eingeloggt. Jawohl, Plus ja. 10 Ich mach Zentimeter. Plus 10 Zentimeter, ja? Ja, ja, Hinten. Okay. 1,90. So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. In der Zwischenzeit verspachtelt Doris die Löcher in ihrem alten Tisch. So. Das ging gut mit dem Zeug hier, finde ich. Mal gucken, wie es sich hinterher dann anfühlt. So, und ich habe jetzt Kreidefarbe Kreativweiß genommen. Und damit habe ich noch nie gearbeitet, bin ich jetzt sehr gespannt. Eigentlich ist die für drinne, die Kreidefarbe. Deswegen muss ja hinterher noch was drüber.
Was genau, weiß ich noch nicht, dass es aber haltbar ist, versiegelt ist. Da der Tisch sehr wahrscheinlich ohne Dach und ohne alles draußen auf der Terrasse in der Witterung stehen soll, würde ich das Ganze gerne noch versiegeln mit einem Klarlack, um es einfach wetterfester zu machen. Weil mit einer Deckfarbe würden wir schwierig diesen Shabby-Chic-Look hinbekommen, denke ich mir. Und er wäre auch definitiv nicht so witterungsbeständig. So ganz zu Ende gedacht ist Doris' Aufmöbelplan dann wohl noch nicht. Mal sehen, ob sie die Zeit für eine zusätzliche Schicht Lack einkalkuliert hat. Und jetzt? Streichen mit Spezialwerkzeug? Nee, einfach eine Schaumstoffrolle. Ich habe nicht gelesen, was man da nimmt. Hätte ich auch machen können. Aber ich habe mir immer mal bei YouTube Videos angeguckt und die hatten alle solche einfachen Schaumstoffrollen. Wenn man mit Kreidefarbe arbeitet, ist es ja oft so, dass man eine Farbe drunter macht, meinetwegen blau, grün, gelb und eine drauf. Und durch das Anschleifen kommt dann die unterste Farbe wieder zum Vorschein. Das will ich ja nicht, weil ich habe ja diesen dunklen Tisch und will einfach, dass, wenn ich das ein bisschen abschleife, dieses Dunkle wieder zum Vorschein kommt. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob ich das Ganze jetzt nur einmal streichen muss oder vielleicht auch noch ein zweites Mal. Vielleicht hätte Doris den Tisch auch lieber vorbehandeln, also grundieren sollen, denn das sollte man vor einem allerersten Anstrich immer tun. Aber davon ahnt die 57-Jährige derzeit noch nichts. Doris ist kaum aus der Ruhe zu bringen, auch wenn sie vieles mal ebenso aus dem Bauch heraus entscheidet. So, perfekt. Jetzt hole ich mein Schleifgerät. Mit dem letzten Schliff geht's noch den Macken an den Kragen, bevor die große Tischplatte ihren Anstrich bekommen kann. Gut. Beim großflächigen Rollern mit der Kreidefarbe zeigt sich dann, dass die tatsächlich nicht so richtig deckt. So langsam dämmert es Doris, dass hier was nicht stimmt. Ich will ja einen weißen Tisch und nicht so ein... Was ist das überhaupt für ein Farbton? Ocker. Keine Ahnung. Jedenfalls nicht weiß. Das sind die Holzinhaltsstoffe, die ausbluten. Um das zu vermeiden, hätte sie einfach eine isolierende Farbe nehmen können, die die Holzinhaltsstoffe einfach einschließt. Und somit wären diese gelben Flecken gar nicht aufgetreten. Vielleicht deckt ja ein zweiter Anstrich mit der weißen Kreidefarbe. Vorher muss die Farbe natürlich trocknen und so ist ruckzuck der nächste Arbeitstag angerückt. Doris ist aber noch immer voller Motivation. Die eigenhändig aufgemöbelten Stühle warten schon auf ihren Einsatz. Hier hat die Do-it-yourself-Frau ihre Lieblingswerkzeuge benutzt. Tacker und Heißklebepistole, weil ich finde, dass man damit, also die Stühle, damit habe ich ruckzuck diesen Stuhl neu bezogen. Tacker, 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 fertig. Und Heißklebepistole, ich habe neulich eine Gardinenstange anbohren wollen, das hat nicht geklappt, das war so schwer, habe ich es festgeklebt. Geht. Das haben Lisa und Willi hoffentlich nicht gehört. So, jetzt streiche ich noch mal und bin sehr gespannt. Runde 2 im Kreidefarbenanstrich. Die Rolle fliegt förmlich über das Holz. Die Farbe neigt sich langsam dem Ende zu und das Weiß bekommt wieder Flecken. Also so sieht sie überhaupt nicht schön aus, die Tischplatte. Shabby hin oder her. So sieht's schäbig aus. Ich überlege, weil ich finde es immer noch nicht schön, auch nach dem zweiten Anstrich, ob ich nicht jetzt doch eine Farbe drüber mache. Und wenn man die abschleift, dass dann das Weiß ein bisschen durchschimmert. Das würde aber bedeuten, ich müsste noch mal los Farbe kaufen und mir auch überhaupt erst mal überlegen, welche Farbe nehme ich. Schön wäre es, wenn wir im System bleiben, so heißt es bei uns Malern immer. Wenn wir auf wasserlöslicher Basis anfangen, dann enden wir auch auf wasserlöslicher Basis. Also Kreidefarbe auf Kreidefarbe. Sicher ist sicher. Doch Doris muss sich jetzt entscheiden, welcher Farbton auf das Weiß kommt. Ja, das könnte ich schon machen, hieraus eine Farbe nehmen. Tendieren würde ich, glaube ich, zu hellblau. Nehme ich mir ein Stück Stoff mit und dann wird der jetzt blau. Schon 2 Anstriche immer wieder trocknen lassen und jetzt noch mal zum Baumarkt. Doris' 2-Tagesplan wackelt gewaltig.
In Frankfurt bei Familie Dietrich entsteht ein Grillplatz im Garten. Der Platz dafür ist beschlossene Sache und jetzt fängt die harte Arbeit an. Also beim Benny sieht es viel schöner aus als bei uns. Merkt er was? Stimmt. Und dabei habe ich hier das schwierige Pflaster. Natürlich. Dafür hat Ben ja auch den mächtigen Vierzack und noch hinterhältiges Maulwurfsgitter, das unter dem grünen Rasen lauert. Das werden die wahrscheinlich Geht hier ganz Tisch. geben, oder so ein Abknipser. Es wird mit der Gewalt, es wird einfach der gute alte Dreher, der Rausdreher. Das würden wir aber hier nicht drin haben wollen. Bisher ist es ja auch noch nicht da drin. Also es ist noch viel anstrengender, als es eigentlich aussieht auf dem Bildschirm. Es sind gefühlt tropische 25 Grad. In meinem Gesicht sind 180% Luftfeuchtigkeit. Es ist schon anstrengend, aber es macht Spaß. Und mit vereinten Kräften Komm, hier zu dritt, den schaffen wir doch, oder? Logisch. Achtung, jetzt. entlang der gespannten Schnur die Rasenkante abstechen, sodass später hier Platten verlegt werden können. Mal schauen, wo wir landen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie tief wir am Ende graben müssen. Aber wir machen einfach mal nach dem Bauchgefühl und dann gucken wir mal, was passiert. Es muss alles gerade und eben sein. Das heißt, der Untergrund muss egalisiert sein. Es muss sich wohl noch zeigen, wie gerade und eben Bens Bauchgefühl ist. Es ist soweit. Bens Tante Andrea findet, jetzt ist Zeit für Feierabend. Die Kräfte schwinden, der Aperol ist kalt. Ich glaube, für heute haben wir schon mehr als das Tagesziel erreicht. Und dann können wir morgen schauen, wie tief wir mit dem Niveau gehen, dass wir alles schön gerade kriegen. Und dann machen wir noch klar Schiff und dann haben wir, denke ich, für heute nochmal Feierabend. Beschlossene Sache also. Tag 1 von geplanten 3 ist rum. Hier warten schon die Herausforderungen für den nächsten Tag, denn wenigstens der Termin fürs Grillfest ist hier schon in Stein gemeißelt. Ihr Lieben, Ja. Super Work. Ganz toll. Merci, merci. Ja. cheers. Vielen Dank. Cheers. Weit vorangekommen. Während Tag 1 harmonisch im Schein der untergehenden Sonne ausklingt, beginnt der zweite Tag mit einer, sagen wir mal, Überraschung. Ich zeige euch mal, was geht's. gestern passiert ist. Katzenklo, Katzenklo. Wir haben ja so eine Katze, die so ab und zu dort ist. Das ist nicht unsere eigene Katze. Ich rieche es schon. Katzenklo macht die richtige Katze froh. Ich sehe schon. Also als kleine Wurst würde ich das nicht bezeichnen. Doch, das ist eine kleine. Ja. Abends kriegt man ein Video zugeschickt, wie die zwei Tanten hier auf dem Liegestuhl sich hingesetzt haben. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo. Und im Moment ist hier Projektabbruch. Macht die Katze froh. Nee, ja, ich würde sagen, jetzt entscheiden wir mit einer klassischen Runde Schnick, Schnack, Schnuck, Genau, ich bin auch dabei. Okay. wer die wegmacht. Okay. Komm, Katha, let's go. Eine Runde, nur Schere, Stein, Papier, okay? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Was ist das denn? Das ist ein Brunnen. Ich habe gesagt, nur Schere, Stein, Papier. Martina ist disqualifiziert, du hast gewonnen. Natürlich. Naja, einer muss die Sache ja ausbaden. Und während sich Ben und Co. weiter ans Graben machen, kümmert sich Martina eben um die Hinterlassenschaften der Nachbarskatze. Ich gehe jetzt mal zum Abfall. Heute ist neben Ben und Chrissy auch noch deren Schwester Katha mit im Team Grillplatz. Und die Leute fragen sich, warum das Projekt so langsam vorangeht, ne? Dafür, dass es Naja. laut Ben so langsam vorangeht, bricht hier aber keine Hektik aus. Der Zeitplan scheint nicht in Gefahr. Dafür gibt's noch mehr Fundstücke. Das war ein Korken. Das sind die Reste. Was findet man in der Grube? Champagnerkorken, Champagnerkorken, Champagnerkorken. Oh, Ihr habt uns erwischt. ihr habt keine Leiche im Graben verbunden, sondern Korken. Martina und ihre Schwester Andrea feiern die Feste eben wie sie fallen. Und Korken stinken wenigstens nicht. Ist da die Waage drin? Ja, da ist die Waage. Das ist total gerade ausgehoben hier. Der Hammer. Ja, guck doch mal. Jetzt hebt er an.
Für Bauleiter Ben ist es gerade genug. Und jetzt die neueste Technik im Bereich Erdverdichtung. Immer schön hoch mit den Knien. Da kann man ja gar nicht zugucken. Ja. Und so uneben wie das ist. Die Gartentrampeltruppe aus Frankfurt lässt sich nicht beirren. Als nächstes ist der Splitteinsatz vorgesehen. 250 Kilo sollen jetzt in die halbfertige Grillplatzgrube. Ben fängt mutig an, den Split auf dem unebenen Boden zu verteilen. Die Handwerkerprofis trauen ihren Augen nicht. Was macht denn jetzt? Den Splitter rein? Das kann nicht. Ey, soll das so sein? Nee, da gehört doch eigentlich noch was anderes drin, Aber oder? hallo, ich glaube, da muss ich mal hin, du. Glaube ich aber auch. Das müssen wir, nee, da müssen wir hin. Aber im Prinzip... Im Moment ist sich Ben noch recht sicher, dass er die richtige Taktik gewählt hat. Aber dann gerät auch seine Überzeugung ins Wanken. Testen, wir müssen irgendwie testen. Wenn ich jetzt hier so drauf gehe. Ganz schön nach. Gibt ganz schön nach. Liegt natürlich daran auch nicht, weil an der Seite noch viel ist. Wenn das voll Ja, das ist jetzt die Frage. An was liegt es, dass es einsackt? An was liegt's denn? Das würde ich den Jungs und Mädels da mal gerne erklären, ja, genau. Weil so geht das nicht. Wir können auch wieder einfach zumachen. Nein. Ja. Das soll so. Das soll so. Also der Grillplatz soll hier hin, aber ob der Grillplatz so gebaut werden soll, das ist die Preisfrage. Also, wir schauen mal, was Willi dazu sagt. Ja. Weil bevor wir jetzt hier alles zuschütten und dann wieder alles rausmachen müssen, ist auch blöd. Soll das so? Soll dieser Split auf die Erde direkt drauf? In Fellmar hat Doris im Baumarkt reiche Beute gemacht. Ja. Ich hatte erst nur die weiße gesehen und schon gedacht, meine Güte, die haben jetzt keine Farbe. Aber dann habe ich Zartblau entdeckt. Ich habe auch noch ein neues Farbbehältnis und einen Pinsel mitgebracht, damit wir gleich loslegen können. Eine weitere Kreidefarbe, diesmal also in Blau. Aber ein wetterfester Lack ist wieder nicht dabei. Wenigstens gibt's aber keinen weiteren Zeitverzug durch lästiges Pinselwaschen. Also ran ans Blau. Zartblau natürlich. Eigentlich finde ich, für draußen kann das auch ruhig mal ein bisschen anders sein. Ich kann jetzt jedem erzählen, das spiegelt einfach den Himmel wider. Du musst immer nur eine gute Geschichte dazu erzählen. Der ist naturnah, dem Himmel angepasst. So gut, ne? Doris malt sich eben das Blaue vom Himmel herunter. Aber sprengt der extra Einkauf nicht eigentlich das geplante Budget? Ja, aber das ist kein Problem. Also ich habe jetzt noch mal 15 € ausgegeben für die Dose. Ja, also der bleibt trotzdem unter 100 €. Und ich finde, einen schönen Tisch für unter 100 € kannst du nicht kaufen. An manchen Ecken sind so kleine Farbstippchen drauf. Und dann weiß ich halt überhaupt nicht, was ich jetzt drüber mache, damit ich den auch draußen stehen lassen kann. Und dafür brauche ich jetzt eine Fachfrau. Nach mittlerweile 2 Arbeitstagen ist Doris also bei der Kernfrage angekommen. Doris, guten Morgen, Doris hier. Grüß dich, Lisa. Ich habe ein Problem mit meinem Tisch. Ich habe einen alten Tisch mit Kreidefarbe angestrichen und ich finde die Oberfläche jetzt noch nicht so schön glatt und der soll auch in dem Chevy-Look sein. Von daher muss der ja, glaube ich, auch noch irgendwie ein bisschen so auf alt getrimmt werden und dann muss er versiegelt werden, weil er draußen stehen soll. Ich würde sagen, ich gucke mir das Ganze mal an, dass ich den Stand der Dinge sehe, gucke, wie das mit der Kreidefarbe ausschaut und dann können wir gucken, wie wir den weiter behandeln. Der nächste und damit schon 3. Arbeitstag bricht an. Den hatte Doris schon gar nicht mehr auf ihrer ursprünglichen Rechnung. Doris, freut mich. Ja, sehr schön. Das ist das gute Stück. Das ist das gute Stück. Wir haben ihn ja erst weiß gemacht, aber das sah ganz schrecklich aus. Da ist immer dieses Braun von dem Tisch wieder durchgekommen.
Das, was immer so gelblich durchschlägt oder so bräunlich, das sind die Holzinhaltsstoffe. Ne? Bei alten Tischen, wenn die dann das erste Mal einen Anstrich bekommen, bluten die Holzinhaltsstoffe durch und müssten sozusagen vorher isoliert werden. Das heißt, die weiße Farbe, mit dem man hätte diesen shabby chic Look erzeugen wollen, hätte mit einer isolierenden Farbe, sag ich mal, passieren müssen, dass an den Stellen, wo es so weiß oder richtig weiß sein soll, das nicht durchblutet. Ne? Aber das Thema Weiß ist jetzt vom Tisch. Bleibt die Problematik des Wetterfestmachens. Ja, also das Problem könnte sein, dass wenn wir hier einen wasserlöslichen Lack benutzt haben und darauf einen lösemittelhaltigen Lack lackieren, dass das den unteren Lack anlösen kann. Wenn da die wasserlösliche Farbe gut durchgetrocknet ist, denke ich mal, haben wir keine Probleme, dass ein lösemittelhaltiger Lack auch haftet. Aber ich würde es an der Ecke probieren. Haben wir Schleifpapier da? 240, 180? Ja, so 180 würde ich mal mit anfangen. Und wenn es dann ein bisschen gröber werden soll, dann gehen wir noch mal ein bisschen gröber. Ja, 120 habe ich auch. 120 ist auch eine gute Körnung. Ja, gut. Dann habe ich hier so einen Klotz auch. Ja, aber ich würde eher mit der Hand, dass man punktueller die Flecken setzen kann. Mit einem Klotz habe ich immer genau den Klotz. Wenn ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen, ne, mit der Hand kann ich ein bisschen mehr variieren, wie ich mir die Flecken reinschleifen möchte. Denn wir erinnern uns, der Tisch soll ja einen shabby-chic-Look bekommen. Und so wird Doris' mühevolle Pinselarbeit gezielt zerstört. Ich finde, man muss auch bei so Sachen, die eigentlich nicht wirklich eine Form erkennen lassen, gut überlegen, damit es gut aussieht. Weil wenn wir jetzt einfach so einen ovalen Fleck hier rausschleifen, passt er nicht mehr in die Holzmaserung. Und wir kriegen gar nicht diesen Holzeffekt, sag ich mal. Durch die Zaubertür nach Frankfurt. Oh, hallo. Willi Becker. Wie sieht's aus? Ihr seid ja richtig hier schön versteckt, idyllisch hier. Ja, super. mit dem Loch da hinten. Ja. Willkommen, willkommen. Ja, ich grüße euch. Du hast schon gesehen, wir sind ein bisschen ratlos, wie wir den Boden verdichten sollen oder ob wir ihn verdichten sollen. Und haben jetzt hier mit Split angefangen. Aber das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, das sieht ja ein bisschen Berg- und Talmäßig aus. Habt ihr dann wenigstens mal so die Wasserwaage reingehalten? Wir haben die reingehalten. Ja, aber die hat nichts gesagt. Na, die hat gesagt, es ist uneben. Okay, dann würde ich mal sagen, dann machen wir das bisschen Split mal auf Seite wieder. Weil dann wollen wir das gute Split, was da schon verteilt ist, ein bisschen retten. Fortschritt durch Rückschritt. Hier schockt uns gar nichts mehr. Weil wir müssen jetzt gucken, dass wir hier erstmal eine Gerade reinkriegen und dass wir erstmal einen gescheiten Aufbau reinkriegen, so damit eine kapillarbildende Schicht unten aufgebaut wird. Wenn nachher die Platten drauf gesetzt werden und der erste Frost kommt, nicht, dass es dann so hoch und runter geht. Das wäre jetzt erstmal unsere Aufgabe, dass wir hier die Sache egalisieren, also begradigen. Also wir haben gestern hier einen Kater gehabt, der hat uns in die Baugrube gekackt. Oh. Dann haben wir Champagnerkorken gefunden. Okay, von wem? Ja, okay. Von da hinten. Gut. Die Katze sieht jetzt hier sofort die Veränderung. Und das gefällt ihr nicht. Eine Katze möchte gerne, dass alles immer so bleibt. Und wenn die Katze nachher kommt und die findet das toll, dann kuschelt die da drauf, dann putzelt die da drauf rum. Also das ist so mein Erlebnis, was ich so gerade mit Katzen, Katern und sowas erlebt habe. Ein Katzorakel für den Grillplatz. So, dann schreiten wir mal zur Tat. Wir nehmen jetzt einen Maßstab, legen den hier an diese Ecke dran, so dass es hier in etwa gerade ist, hier an dieser Seite dran. Und dann gucken wir, dass diese Ecken schön aneinander sind. So. Das muss jetzt genau 1 Meter sein. Ist nicht ganz so, weil wir müssten jetzt hier, aber in etwa stimmt. Also wir unterhalten uns jetzt hier wirklich um Kleinigkeiten. Ja, also hier einen halben Zentimeter ist die Sache, Außenwinkel. Hier wurde richtig gut vorgearbeitet. Das geht runter wie Öl. Schnell noch die andere Ecke checken, ob die Abmessungen auch hier stimmen. Und siehe da,
Der Profi kann mit seinen Schützlingen zufrieden sein. Sind wir bei 15. Und dann wird fleißig gerechnet. Man sieht förmlich die Köpfe rauchen. So tief müssen wir. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir überall Fleisch werden. Wie machen wir das? Haben wir noch so ein kleines Hölzchen oder irgend sowas? Von vorne bis hinten und dann haben wir jeweils immer 20 cm. Ben hat heute so viel vom Profi gelernt. Vielleicht macht er demnächst selbst Heimwerker-Tutorials. Kleine Kostprobe? Lifehack für alle da draußen, wo vielleicht ein bisschen kurz das Kabel ist und dass ihr nicht Gefahr lauft, dass ihr, während ihr sägt, einfach das rausgeht. Eine kleine Brezel, wie beim Backmeister, hier rein, kannst du ziehen, wie du willst, geht nicht raus. Gern geschehen. Den machen wir jetzt so, den kloppen wir so, dass die Wasserwaage gerade ist. Noch einen. Ja. Perfekt. Einwandfrei. Die genau auf Länge geschnittenen Hölzchen markieren, wie weit die Erde hier noch ausgehoben werden muss. Denn nur mit einer Ladung Split unter den Platten ist es nicht getan. Mir geht die Pumpe, aber es geht voran, das heißt, ich bin zufrieden. Und Auftritt für die Frankfurter Laientanzgruppe mit der Grillplatz-Polonaise. Und auch Doris lernt heute einiges an Profiwissen beim Aufhübschen ihres alten Tisches. Also so ein kleiner Tipp nochmal. Ich sag, wir sind jetzt hier draußen an der Luft, da ist es nicht ganz so dramatisch. Hier geht heute sowieso ein guter Wind. Aber vor allem, wenn wir auch im Innenbereich oder so schleifen sollten oder generell bei Schleifarbeiten, ist natürlich wichtig, einfach auch sich mal eine Maske aufzusetzen und den Schutz einfach zu haben vom Schleifstaub. Unter dem Blau sollen gezielt weiße Stellen herauskommen, die den Shabby Chic ausmachen. Das heißt aber nicht einfach ungeplant drauf losschleifen. Dann würde ich sagen, das hier ist ein perfekter Punkt zu sagen, wir gehen hier weiter. Hier ein bisschen drüber. Da, hier in die Ecke, weil da ist ja eh schon ein bisschen abgeplatzt. Kurz, lang und dann hier würde ich aber nur so ein Stück. Lisa wollte nie etwas anderes machen als ihren Traumberuf Maler und Lackiererin. Sie streicht, tapeziert, verputzt und verlegt Böden für ihr Leben gern. So ein Tisch aufmöbeln, ein Kinderspiel für die 24-jährige Meisterin. Als Profi bringt sie eben das richtige Know-how mit. Und nun der Wettertipp. So ein Boot, das muss ja auch die ganze Zeit das Wasser abkönnen und muss ja auch, soll ja auch nicht gleich, wenn es jetzt ein halbes Jahr im Wasser gelegen hat, wegfaulen. Deswegen denke ich, sind wir damit erstmal gut ausgerüstet. Ist aber ganz klar, des Öfteren einfach mal so ein Überholungsanstrich. Doris hat schon 2 Schichten weiß und 2 Schichten blau aufgetragen. An einer unauffälligen Stelle prüft Lisa, ob der Bootslack die Kreidefarbe nicht wieder anlöst. Er ist farblos, aber sieht im Topf natürlich. Und ich fange direkt einfach oben an, dass ich den Schutz auch oben drauf habe. Ich sage immer gut satt Farbe an den Pinsel. So einen Anstrich sollte man Gartenmöbeln regelmäßig verpassen. Wichtig ist, dass alles gestrichen wird, auch die Stellen, die man gar nicht sieht. Wir haben natürlich jetzt festgestellt beim Lackieren, dass dieser Lack auch hält, der untere Lack sich nicht anlöst. Von daher können wir jetzt auch weitermachen im Takt sozusagen. Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Also das würdest du ganz schnell merken, der würde sich sofort anlösen. Ja, also das sieht man eigentlich relativ schnell, aber ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Dann kann der wasserabweisende Anstrich also weitergehen. Doch insgesamt ziemlich viel Zeit und Arbeit. Aber die 57-Jährige bleibt geduldig und nimmt jeden Rat der Fachfrau dankend an. Genau, unsere Flächen immer in einem durchlackieren. Okay. Ruhig ein bisschen mit ein bisschen Druck. Fang ruhig mittig an und verschlichte dir dann die Farbe in beide Richtungen. Ja. Fläche, es verschwimmt ineinander. Ne, wenn es jetzt stehen wäre, musstest du aufpassen, dass du keine Läufer hast. Ich bin richtig gespannt, wie der Tisch am Ende auf deiner Terrasse aussehen wird und freue mich über dein Bild. Ein Anstrich reicht auch beim Lack nicht und so bricht der 4. Tag an und Doris pinselt immer noch. Jetzt ist sie schon doppelt so lang am Werk, als sie ursprünglich geschätzt hatte. So, geschafft.
Aber wer zählt schon die Arbeitstage nach, wenn er dieses Ergebnis sieht? Doris sicher nicht. Die strahlt mit ihrem neuen alten Schmuckstück um die Wette. Also ich nenne ihn jetzt den Wolkentisch. Der sieht aus, als wenn ich eine Spiegelung des Himmels hier auf dem Tisch habe, auf der Terrasse. Und es war schon viel Arbeit, oder sagen wir mal so, es war nicht wirklich so viel Arbeit, aber durch diesen immer wieder Trockenprozess hat es halt sehr lang gedauert. Also mit den 2 Tagen bin ich ja nun gar nicht hingekommen. Und dadurch, dass ich ihn auch zweimal streichen musste und noch unten drunter, damit er auch von unten keine Feuchtigkeit abkriegt, habe ich jetzt so 4 bis 5 Tage gebraucht. Aber ich liege knapp unter 100 mit Schleifpapier und Pinsel, komme ich hin. Ja. Ziel erreicht. Da werde ich noch lange an Uroma Paula denken. Jedes Mal, wenn ich ihn bearbeite, werde ich denken, schau es dir an. Ein Stück Himmel auf Erden. Doris ist auf, Wolke 7 natürlich. Ja, wir haben es geschafft, mit wenig Aufwand und ein bisschen Farbe die Doris glücklich zu machen. Ich würde sagen, der Tisch ist bereit dafür, draußen zu stehen. Die Kaffeegäste können kommen, der Sommer kann kommen und die Gartenpartys können starten. Dann kann sie ja loslegen. Super. Ja, das ist meine lebende Verdichtungsmaschine hier. In Frankfurt lässt Willi immer noch die Puppen tanzen. Familie Dietrich verdichtet den Grillplatzboden. So, jetzt kommt ihr mal alle her. Jetzt guckt ihr euer Werk mal an. Ich sage immer auch zu den Arbeitern, habe ich früher gesagt, dann gehst du mal 1 Meter weg und dann schaust du dir dein Werk mal an. Und wenn dir das selber gefällt, und dann hast du alles richtig gemacht. Okay. Ein guter Freund von mir würde jetzt sagen, und er sah, dass es gut war. Ben und sein besonders guter Draht nach oben. Noch scheint ihnen das Glück hold und die Sonne noch. Der Profi und die Hobbybauleiter klären die weitere Vorgehensweise. Kies oder Schotter, beides wäre für den Untergrund möglich. Das hat mich sehr gefreut. Uns hat's gefreut, uns hat's gefreut. Jetzt sind wir hier bestens gewappnet für den finalen Endspurt. Ja. Und ich denke, das sollten wir hinkriegen. Okay, also. Vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao. Also, ich mache mich jetzt. Schwupps entschwindet der Profi durchs magische Gartenportal. Und auf die fröhliche Grillplatzbautruppe wartet noch einiges an Arbeit. Ich habe Ihnen das auch erklärt, nochmal mit dem Kies und Schotter, den Unterschied. Er möchte gerne den Schotter eingebaut haben, weil er gerne eine Rüttelplatte mal bedienen möchte. Das ist für mich ein Argument. Dann soll er eine Rüttelplatte holen. Er will eine 75 Kilo Rüttelplatte holen. Ich habe ihm schon viel Glück gewünscht, weil die muss er nämlich schon vorne, hinten durch den ganzen Garten bis dorthin transportieren. 75 Kilo. Im Frankfurter Nordend ist die Stimmung plötzlich ziemlich angespannt. Ist das etwa ein Baustopp im Garten Dietrich? Sieht aus wie eine Familienkrisensitzung. Das ist aber sowas, den man nicht verdichten müsste. Ich rufe Sie gleich zurück, ja? Super, danke. Ist etwa der Regen schuld? Oder hat die Katze wieder etwas hinterlassen? Es ist ein bisschen spannend. Die Rüttelplatte von unserem Baustofflieferant ist kaputt. Die wird nicht geliefert. Jetzt steht das ganze Projekt vor einem riesen Fragezeichen und jetzt versuchen wir eine andere Rüttelplatte zu bekommen. Also wir drücken die Daumen. 01845. Guten Tag, Dietrich hier. Ich bin auf der Suche nach einer Rüttelplatte zum Mieten. Denn unsere ist kaputt gegangen und wir bräuchten hier einen auf der Baustelle. Ob sich dieses Fragezeichen schnell auflösen lässt? Und das nächste Mal. Mit viel Schwung und jeder Menge Kraft zum Grillplatz. Die nächste Folge wird Schwerstarbeit. Ich habe mal gefragt, ob er auch dann einen Vor- und Rücklauf, Rüttler wenigstens hat. Soll das so? Einsatz für die Handwerkerprofis.